Hallo Holzfreunde! Nach dem Intro möchte ich euch zeigen, wie ich Lamellos für den Möbelbau einsetze. Als erstes braucht man natürlich eine Lamellofräse. Hier ein günstiges Gerät. Die günstigen Geräte wie auch die teuren Geräte funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip. Den oberen Anschlag kann man frei verstellen. Je nachdem, ob man den Lamello unter 45 oder 90 Grad einbringen möchte. Den Anschlag kann man auch in der Höhe verstellen. Wenn man so wie ich eine Tischplatte herstellen möchte, stellt man an diesem die halbe Materialstärke ein. So platziert man die Fräsung exakt in der Mitte. Dieses Drehrad ist der Anschlag für die Frästiefe. Man hat hier 3 Auswahlmöglichkeiten für die 3 verschiedenen Lamellogrößen: 0, 10, 20. Um diese 4 Elemente zu einer Tischplatte zu verleimen, sind die Lamellos eine sehr große Hilfe. Als erstes zeichne ich mir die Position an, wo später die Lamellos sitzen sollen. Dazu ist es wichtig, dass immer 2 Bretter gegenüberliegend an der gleichen Position gekennzeichnet werden, da dort der Lamello bis zur Hälfte in das Werkstück eingefräst wird. Die andere Hälfte des Lamellos wird im gegenüberliegenden Brett eingefräst. Die Anschlaghöhe habe ich jetzt auf 15 mm eingestellt. Das ist die Hälfte der Materialstärke. Die Lamellofräse hat von oben gesehen eine Markierung direkt in der Mitte. Diese setze ich jetzt direkt auf meinen jeweiligen Anriss und fange an zu fräsen. Die Lamellofräse hat einen Federmechanismus, der die Fräse automatisch nach dem Fräsen wieder zurückholt. Beim Verleimen darauf achten, dass genügend Leim in die Fräsung kommt. Da von der Oberseite mit einem Anschlag gearbeitet wurde, werden jetzt alle Bretter von der Oberseite plan verleimt. Diese Technik wird auch gerne zum Stoßen von Küchenarbeitsplatten angewandt. Dadurch kann man auf das nochmalige Hobeln verzichten. Und es langt ein einfaches Überschleifen. Um eine T-Verbindung herzustellen, zeichnet man sie sich an, legt sie auf den inneren Anriss, klappt sie dann im Winkel um und spannt sie fest. Für die senkrechte Fräsung nimmt man jeweils die linke und rechte Außenkante des Gehäuses als Anschlag. Für die waagerechte ebenso.
Passt. Jetzt können die Teile verleimt werden. Nach hinten und vorne hat man immer noch ein wenig Spiel, nach links und rechts nicht. Habe ich noch etwas vergessen? Dann schreibt mir das in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video ein wenig weiterbringt und abonniert meinen Kanal.